Hey Leute, ich bin Alexandra, die 7URLer. In Folge 3 unserer Serie geht es um die Ausbreitung von Funkwellen, speziell auf der Kurzwelle. Funkwellen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums. Das ist ein schweres Wort. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass alle Frequenzen im Grunde nur ein Teil im gesamten Frequenzbereich sind, also von den allertiefsten bis zu den allerhöchsten Frequenzen. Zum Beispiel hat das, was wir im Radio hören, eine Frequenz von 89 bis 108 MHz. Auch Licht ist nichts anderes als eine elektromagnetische Welle, nur in einem anderen Frequenzbereich. Ebenso Mikrowellenstrahlung, die man zum Erhitzen des Essens verwendet. Und all diese Wellen breiten sich von Natur gerade aus. Wer bis jetzt aufgepasst hat, fragt sich, wie kann es denn sein, dass man aus Deutschland mit Stationen aus Australien auf der anderen Seite der Erdkugel funken kann? Gehen die Funkwellen etwa durch den Erdkern? Die Antwort: Nein, tun sie nicht. Glücklicherweise gibt es die Ionosphäre. Das ist eine Schicht in der oberen Atmosphäre, die aus geladenen Teilchen, die man Ionen nennt, besteht. Wenn man also eine Nachricht über Kurzwelle sendet, trifft die Funkwelle von unten auf die Ionosphäre und wird von ihr so ähnlich wie beim Billard abgelenkt. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. So hat man in einem Sprung Sender, Ionosphäre, Erdboden bis zu 3000 Kilometer überbrückt. Das Ganze kann auch mehrmals hintereinander passieren, weil auch das Meer und die Erdoberfläche Funkwellen reflektieren. Die Wellen können so im Zickzack um die Erde reisen und sogar über die Pole hinweg. Die Funkwelle kann von verschiedenen Schichten der Ionosphäre gebeugt werden, je nachdem wie hoch die Frequenz ist und die ionosphärischen Bedingungen gerade sind. Das bedeutet, dass die verschiedenen Amateurfunkbänder völlig unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen haben. Manche funktionieren nur im Dunkeln gut, manche funktionieren nur im Hellen und manche funktionieren im Dunkeln und im Hellen. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie dann in einem weiteren Video zu beantworten. Das nächste Video kommt bald, also lasst ein Abo da und macht das Plus weg und begleitet uns auf unserer spannenden Reise in die Welt der Technik. 73, das heißt viele Grüße in der Funkersprache. Eure Alexandra.